Ich muss euch etwas sagen, was die meisten Finanzkanäle niemals aussprechen würden. Das System hat euch absichtlich bequem gemacht. Nicht faul, bequem. Es gibt einen Unterschied. Faul bedeutet, nichts tun zu wollen. Bequem bedeutet, dass man euch lange Zeit erzählt hat, dass alles in Ordnung ist und dass alles schon gut werden wird, so dass ihr einfach wartet. Während ihr wartet, verdienen sie Geld. Während ihr Netflix schaut, auf TikTok sinnlose Videos scrollt und darauf wartet, dass sich etwas von alleine ändert, arbeitet euer Geld nicht für euch, es arbeitet für jemand anderen. Durch soziale Medien sind wir alle irgendwie eingeschläfert worden. Unser Gehirn wird träge. Ich bin 40 Jahre alt. Mein erstes Unternehmen habe ich mit 24 gegründet. Ich habe viele Risiken genommen. Ich musste das tun. Ich habe Verluste erlebt, die mich fast zerstört hätten. Heute verwalte ich ein Portfolio im 8-stelligen Bereich. Und ich sage euch, 2026 ist nicht wie die Jahre davor. Durch künstliche Intelligenz haben sich die Regeln verändert. Wer das ignoriert, wird es bereuen. In diesem Video erzähle ich euch genau, was sich verändert hat und von den Fehlern, die ich gemacht habe. Schaut deshalb aufmerksam bis zum Ende. Ich sage nicht, dass künstliche Intelligenz eine Lüge ist. Künstliche Intelligenz ist sehr stark. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was sie in Zukunft alles machen wird. Aber überbewertete Unternehmen habe ich schon einmal gesehen. Ende der 90er Jahre, während des neuen Marktbooms in Frankfurt. Unternehmen ohne Umsatz, Milliardenbewertungen und dann der Crash. Ich war dabei, ich habe Geld verloren und ich habe eine Sache gelernt. Wenn alle in dieselbe Richtung rennen, sollte man anfangen, in die andere Richtung zu schauen. Deshalb habe ich mein Portfolio neu aufgebaut. Nicht komplett, nicht panisch, sondern strategisch. Das Erste, was ich gemacht habe, war wirklich global zu denken. Die meisten Menschen glauben, sie investieren international, wenn sie einen MSCI World ETF kaufen. Aber in Wirklichkeit sind ungefähr 70% davon Amerika. Schaut euch die Geschichte an. Im Jahr 100 war Großbritannien die dominierende Wirtschaftsmacht der Welt. Unternehmen aus London kontrollierten den globalen Handel. Jeder Investor damals dachte natürlich, dass England an der Spitze bleiben würde. Aber dann übernahm Amerika. In den 1980er Jahren glaubten alle, dass Japan die Welt dominieren würde. Japanische Autos, japanische Elektronik, eine boomende Wirtschaft. Die USA hatten damals große Probleme. Doch später übernahm Amerika wieder die Führung. Amerika wird nicht für immer an der Spitze bleiben. Das ist keine Meinung, das ist Geschichte. Deshalb investiere ich heute in Märkte, die der durchschnittliche deutsche Investor oft ignoriert. Asien, Indien, Brasilien und andere Schwellenländer. In 20 Jahren könnten sie vielleicht dort stehen, wo Amerika heute steht. Ein globaler ETF wie VWRP investiert in mehr als 3700 Unternehmen aus mehr als 45 Ländern. Die Kostenquote liegt nur bei 0,19%. Das bedeutet, wenn ihr 10.000 Euro investiert, zahlt ihr im Jahr nur etwa 19 Euro Gebühren. Und das Beste daran ist, wenn sich die wirtschaftlichen Gewichte der Welt verändern, zum Beispiel wenn Deutschland oder China stärker wird und Amerika schwächer, passt sich der Fonds automatisch an. Das ist keine Magie, das ist Mathematik. Ich teile den Markt in meinem Kopf in 4 Zonen ein. Die erste Zone ist die überfüllte Zone. Unternehmen wie Nvidia, Tesla oder Meta. Jeder ist bereits investiert, selbst Kleinanleger über ihre ETFs. Die Bewertungen sind hoch, das Aufwärtspotenzial ist begrenzt und das Risiko ist real. Die zweite Zone ist die defensive Zone. Unternehmen wie Nestlé, Siemens oder Münchener Rück. Egal ob die Wirtschaft gut oder schlecht läuft, Menschen nutzen weiterhin die Produkte dieser Unternehmen. Sie sind stabil, vielleicht langweilig, aber zuverlässig. Die dritte Zone ist die spekulative Zone. Startups ohne Umsatz, gehypte Projekte und alte Kryptoprojekte. Davon halte ich mich fern. Das ist kein Investieren, das ist Glücksspiel. Die vierte Zone ist die übersehene Zone. Und meiner Meinung nach liegt genau hier die größte Chance im Jahr 2026. Kleine und mittelständische Unternehmen. Diese Unternehmen müssen keine eigene künstliche Intelligenz entwickeln. Sie müssen das Rennen nicht gewinnen. Sie müssen KI nur klug einsetzen. Stellt euch zum Beispiel ein mittelständisches Unternehmen aus Stuttgart vor. Es nutzt künstliche Intelligenz, um seinen Kundenservice zu automatisieren, seine Logistik zu optimieren und seine Kosten zu halbieren. Dieses Unternehmen braucht keine Milliardeninvestitionen in Infrastruktur. Es nutzt einfach die Technologien, die bereits existieren. Günstiger, schneller und effizienter. Ich sehe das immer öfter. Kleine Unternehmen nutzen nicht nur eine KI, sondern mehrere.
ChatGPT, Claude, Gemini. Sie wählen einfach das Modell, das gerade am besten und am günstigsten ist. Und das bedeutet, große KI-Unternehmen werden irgendwann in einen Preiskampf geraten. Genau wie Tankstellen. Wenn eine Tankstelle Benzin für 1,50 € verkauft und eine andere für 3 Euro, dann taufen die meisten Menschen das günstigere. Wenn sich die KI-Modelle immer mehr angleichen, wird die Entscheidung nicht mehr von der Qualität abhängen, sondern vom Preis. Das kann schlecht für Nvidia sein, aber gut für clevere mittelständische Unternehmen. Deshalb investiere ich gezielt in Small-Cap- und Mid-Cap-Fonds. Gleichzeitig schaue ich mir auch KI-Startups in Deutschland und Europa genauer an. Ich bin kein Goldfanatiker und auch kein Verschwörungstheoretiker, aber ich schaue mir Zahlen an. Und die Zahlen sagen im Moment etwas sehr deutlich. China kauft Gold. Mehr als je zuvor. Zwischen 2009 und 2023 haben sie es regelmäßig gekauft. Seit 2023 hat sich das Tempo deutlich erhöht. Der Grund ist, dass China versucht, den US-Dollar als Weltreservewährung zu schwächen. Gold ist eine mögliche Alternative. Gerade wird ein sogenannter Goldkorridor gebaut. Dieses System soll es ermöglichen, Gold international leichter als Zahlungsmittel zu nutzen. Brasilien, Russland, Indien und Südafrika, also die BRICS-Staaten, sind ebenfalls Teil dieses Prozesses. Eine der wichtigsten Entwicklungen war, dass Gold im Jahr 2025 im Rahmen von Basel III als Tier-1-Asset informationalisiert wurde. Das bedeutet, dass Banken Gold jetzt in ihren Bilanzen ähnlich wie Bargeld behandeln können. Früher war das nicht möglich. Die Deutsche Bank, die Bundesbank und andere Institutionen passen derzeit ihre Goldreserven an. Empfehlungen gehen dahin, den Anteil von 20 auf 30% zu erhöhen. Das ist eine Steigerung um 10 Prozentpunkte. Da Gold nicht einfach gedruckt werden kann, ist es nicht schwer zu erraten, was mit dem Preis passiert, wenn die Nachfrage steigt. Ich kaufe physisches Gold, nicht in riesigen Mengen, sondern strategisch, wie eine Versicherung. Gleichzeitig investiere ich regelmäßig auch in physische Gold-ETFs, weil sie mir mehr Flexibilität geben als ein Goldbarren im Tresor. Ich sage nicht, investiert alles in Gold. Ich sage nur, dass es sinnvoll sein kann, wie Zentralbanken und große Fonds einen kleinen, klugen Anteil im Portfolio zu halten. Jetzt möchte ich ehrlich zu euch sein. Viele Menschen sind nicht reich, weil sie dumm sind. Sie sind nicht reich, weil das System ihnen beigebracht hat, bequem zu sein. Geh zur Schule, studiere, finde einen sicheren Job, spare ein bisschen Geld und sei zufrieden mit dem, was du hast. Das ist der Plan, den euch verkauft wurde. Aber wer hat diesen Plan entworfen? Menschen, die bereits reich sind. Und sie wollen, dass ihr weiterhin für sie arbeitet. Ich sage das nicht, um euch wütend zu machen. Ich sage es, weil ich es selbst erlebt habe. Mit 24 habe ich meinen sicheren Job aufgegeben. Meine Familie und meine Freunde dachten, ich sei krückt. Ein paar Jahre später war ich Millionär. Nicht, weil ich Glück hatte, sondern weil ich aufgehört habe, einfach nur mit dem Strom zu treiben. Mit dem Stromtreiben ist eine der gefährlichsten Fallen. Menschen leben von Gehalt zu Gehalt, springen von einer Idee zur nächsten und warten darauf, dass sich eines Tages alles von alleine ändert. Aber das Leben ändert sich nicht von alleine. Es ändert sich in dem Moment, in dem du eine Entscheidung triffst. Nicht morgen, nicht nach dem nächsten Urlaub, jetzt. Und zum Schluss vielleicht der wichtigste Punkt: Bargeld. Einer der erfolgreichsten Investoren der Geschichte, Warren Buffett, hält im Moment etwa 347 Milliarden Dollar in Cash. Er kauft nicht, er wartet, denn während eines Crashes ist Bargeld König. Ich habe das selbst erlebt. Während der Dotcom-Blase Anfang der 2000er Jahre hatte ich Cash, während andere panisch verkauften, habe ich gekauft. 2 Jahre später hatte ich mein Geld verdoppelt. Der größte Fehler junger Investoren ist, dass sie keine Liquiditätsreserve haben. Sie investieren jeden einzelnen Euro und dann passiert das Leben. Jobverlust, Krankheit, Scheidung. Und plötzlich müssen sie ihre Investments genau zum schlechtesten Zeitpunkt verkaufen. Deshalb halte ich heute mehr Bargeld als früher. Nicht, weil ich pessimistisch bin, sondern weil ich bereit sein will. Der Markt wird eines Tages crashen. Niemand weiß genau wann, aber dass es passieren wird, ist sicher. Und wenn dieser Tag kommt, will ich nicht derjenige sein, der verkauft. Ich will derjenige sein, der kauft. Also was ändere ich für 2026? Ich reduziere meinen Standard-ETF-Anteil ein wenig. Ich erhöhe meine echte globale Diversifikation, nicht nur Amerika. Ich investiere in Small- und Mid-Cap-Unternehmen, die künstliche Intelligenz klug einsetzen. Ich halte einen strategischen Anteil Gold in meinem Portfolio und ich behalte mehr Gargeld, um bereit zu sein, wenn sich eine große Chance ergibt. Das ist keine Panikstrategie und auch keine Revolution. Es ist einfach das, was kluge Investoren immer tun: sich anpassen, vorausdenken und vorbereitet zu sein.
Die eigentliche Frage ist nicht, ob sich die Welt verändert. Die eigentliche Frage ist, veränderst du dich mit ihr? Wenn ihr mehr über diese Themen lernen wollt, abonniert den Kanal und schreibt in die Kommentare, was ist eure größte Frage zum Investieren im Jahr 2026? Ich lese jeden Kommentar und beantworte die besten Fragen im nächsten Video. Bis bald!